Es ist nie zu spät, irgendwas anzufangen. Den Rückschlag und immer wieder aufzustehen, das gehört einfach dazu. Man muss einfach präsent sein, man muss auffallen. Finde heraus, dass es Knochenarbeit ist und wenn du dann immer noch willst, dann ziehst du durch. Er hat gesagt, eigentlich im Sommer haben wir so viel Milch, ich mache mir mein Ziegeneis selber. Ich habe gesagt, du spinnst. Ein Spinner musst du auf jeden Fall sein, wenn du am Anfang was magst, was es österreichweit ja noch gar nicht gibt und du sagst, das mache ich jetzt und das aus voller Überzeugung. Wir haben da ein Projekt, also eigentlich ist schon kein Projekt mehr, eigentlich unser Standbein ist die Gemüsefreude. Es gibt eine Gruppe von Konsumenten, Konsumentinnen und die zahlen ein 75. von den Kosten und kriegen dann auch 75. von der Ernte. Ziel unseres Hofes ist eigentlich, ein Begegnungshof zu sein. Das heißt, Begegnung auf verschiedenen Arten, Mensch, Tier, Natur. Schwerpunkt ist natürlich Reiten am Hof und die Arbeit mit den Pferden. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich vor einigen Jahren umgestellt hat im Bereich erneuerbare Energie. Wir sind tätig in den Branchen Biogas, Biomasseheizwerke, Photovoltaik und Wind und versuchen eigentlich die Energiewende ein bisschen mitzugestalten. Wir haben hier einen Milchviehbetrieb. Durch den Einsatz moderner Technik kann man eben seinen Produktionsumfang wesentlich ausweiten, um von der Landwirtschaft leben zu können. Wir haben den Genusshof Teurer, was wir bewirtschaften, sind Haselnüsse 7 Hektar, 14 Hektar Ginkgo und heute wäre es geplant, dass wir noch Walnüsse auspflanzen. Ich bin einer der beiden Gründer von Hut und Stiel, einer in Wien ansässigen Speisepilzzucht mit dem etwas verrückten Touch, dass wir seit fast 5 Jahren aus ganz Wien Kaffeesatz einsammeln und auf Basis von diesem Kaffeesatz, also einem Abfallprodukt, unsere Pilze züchten. Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, sage ich jetzt einfach einmal, in der Kornkammer Kärntens. In Kappel am Krapfeld produzieren wir unser Krapfeleis. Ganz speziell ist, dass unsere Bio-Wiesenmilch frisch vom Tank direkt in die Essmaschine kommt. Wir machen darum den Käse, weil wir eben da auf der Hochalm sind und wir einfach das weiterführen möchten, dass darum Käse gemacht wird. Unsere Betriebe sind grundsätzlich 2 Betriebe. Es gibt das Weingut und die Straußenfarm. Innovativ sind wir in dem Sinne, weil wir als erste österreichische Straußenfarm da eigentlich im Bio-Status erhalten haben. Der Hof von meinen Großeltern ist eigentlich schon verpacht gewesen, 10 Jahre. Und dann haben wir uns gedacht, das wäre doch voll super, wenn wir da wieder was anfangen konnten. So, den Hof einfach, wo wir jetzt sind, einfach was früher als der typische Schweinezuchtbetrieb, so wie es einfach in der Nähe ist. Und wir haben uns entschieden, dass wir einfach in eine andere Richtung gehen, weil wir wollten einfach eher möglichst viel händisch arbeiten. Unser Hof war eigentlich ein alter Milchviehbetrieb. Ja. Als die Eltern erfahren haben, dass ich dann 2006 im Dezember den Betrieb aufhören möchte, war natürlich das nicht unbedingt sehr stimmungsvoll, ja, bei uns. Ja. Aber ich muss Ihnen das hoch anrechnen, dass Sie einfach mir es ermöglicht haben, aufzuhören, natürlich auch mit der Tradition zu brechen, um meine eigenen Interessen zu verfolgen. Mein ganz persönliches größtes Hindernis war wirklich wieder einfach dieses Thema des aufgelassenen Hofes mit Feingefühl anzugehen, auch im richtigen Tempo, dass die Menschen einfach wieder mitwachsen mit einem neuen Hof. Dazu mal war eine Zeit, wo das neue Tierschutzgesetz gekommen ist. Wir hatten einen Anbindestall. Wir sind hier mitten im Dorf und da war eigentlich eine auf Dauer mögliche Viehhaltung sehr schwierig. Und dann haben wir den Entschluss gefasst, in den Bereich erneuerbare Energie zu investieren. War ganz ein schwieriger Schritt, das Altbekannte loszulassen, das, was man von meinem Vater gekriegt hat, das wirklich die letzte Kuh aus dem Stall und dann im Bereich erneuerbare Energie umzustellen.
Also die Idee, Hut und Stiel zu gründen, ist eigentlich geboren in einem Uniseminar. Wir wollten keine App machen, sondern wollten irgendwas machen, was tatsächlich Sinn hat. Und wir sind dann beim Recherchieren über die lustige Idee gestolpert, dass man eigentlich auf einer Vielzahl von verschiedenen Abfallprodukten ganz gut Pilze züchten kann. Die anderen Landwirte natürlich haben gesagt, na schaut an, was der da jetzt macht, der setzt Haselnuss hin, was soll denn das werden? Es gibt so viele Sachen, es wächst eh alles bei uns, man muss nur probieren. Ja, natürlich es gibt keine Lehrmeinung oder irgendwas dazu, weil du schlagst nicht ein Bierklauf und da steht drin, in Weizen baust du an sowieso und da trinkst du wieder. Jetzt machen wir die ganzen Erfahrungen, müssen wir selber erst machen und man lernt von einem Jahr zum anderen wieder dazu. Die Planung und das Know-how ist das meiste aus dem eigenen Kopf gekommen. Ja. Und mit denen sind wir dann natürlich zum Bausprechtag von der Landwirtschaftskammer. Da muss ich jetzt auch sagen, also da war die Beratung von der Kammer fast eine Punktlandung. Bei der Planung hat uns der Zertifikatslehrgang, also für bäuerliche Direktvermarktung, den was ich am LFI in Innsbruck gemacht hat, gut weitergeholfen. Das ganze versicherungstechnische, hygienetechnische. Wie wir übernommen haben wir 30 Kühe gehabt und dann sind 35 geworden und 40 geworden und somit haben wir 2017 uns in der Milchproduktion einen Milchroboter angeschafft. Also wir könnten es uns nicht mehr vorstellen, wie man das managt ohne diese Hilfsmittel. Ja. Weil diese Maschinen rund um die Uhr arbeiten. Als Jungunternehmer habe ich natürlich den Weg auch zur Landwirtschaftskammer gesucht, zwecks Jungunternehmerförderung. Da wurde man natürlich auch sehr gut beraten, was man machen muss, um diese Förderung zu bekommen. Das beste Trick ist wirklich klein anfangen, generell klein anfangen, schauen, wie es einfach in welche Richtung das geht. Ob es für denen passt, ob es für die Konsumenten passt und wenn es für beide okay ist, kann man jederzeit mehr machen. Man muss immer nach neuen Möglichkeiten und Potenzialen suchen. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept. Dinge, die Sinn machen, werden eines Tages wirtschaftlich. Und das ist, glaube ich, die Botschaft auch an alle landwirtschaftlichen Betriebe. Man muss Dinge machen, hinter denen man steht und die auch einen Sinn ergeben. Macht betriebliche Aufzeichnungen, dann kennt ihr euren Betrieb viel, viel besser. Das ist total interessant. Wo steht mein Betrieb? Wie schaut es mit meinem Kapital aus? Was bleibt mir? Wo kann ich einsparen? Ich übergebe euren Hof der jungen Generation, so bald wie es geht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Jungen die Perspektive gibt und auch die Möglichkeit gibt, ihnen etwas zu schaffen und auch etwas weiterzuentwickeln. Also ich sage meinen Praktikanten immer, wenn sie das erste Mal nach Hause kommen, dann gibt es immer Konflikte mit den Eltern. Ja, das haben wir immer so gemacht. Dann sage ich immer, sag's dem Papa, Erfahrung ist gar nichts, man kann was 30 Jahre lang falsch machen. Man muss immer mit einem positiven Gedanken dahinter sein, muss sagen, ich will das machen, das macht meine Freude und das ist einfach das Wichtigste, dass man nicht aufgibt.